Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive-Video. Heute blicken wir über den See ans andere Ufer des Flive-Universums und gucken uns an, was Flive-PC für Weihnachtsevents bekommen hat und V24 Update-Event, beziehungsweise auch hier V24 noch die paar zusätzlichen Infos, also die Patch-Notes, ich habe es mal überflogen, sind eigentlich größtenteils gleich. Da kam jetzt nicht wirklich sehr viel Neues dazu, zu dem, was wir uns schon angeschaut haben. Interessant ist vielleicht noch die verschiedenen die Job-Boni, die man hier freischalten kann, also die sogenannten Job-Juwelen. Und hier kennt man jetzt alle Boni. Ich glaube, in der Preview war es nur Knight als Beispiel gelistet, genau hier. Aber hier haben sie jetzt tatsächlich auch die First-Class-Bonis, also hier zum Beispiel Mercenaries SDR plus 10, Attack Power 5, Defense 5, Acrobatus Dex 10, Crit Damage 5 und Critical Rate 5. Assist ist maximale MP, HP und STA plus 10. Und Magician ist Cast Time, Ausweichen und Int plus 10. Und bei den Higher Grade Jewels, gut, Knight kannten wir schon. Blade 20 SDR, 10 Attack Power, 10 Attack Speed, 10 Treffsicherheit. Jester ist 20 SDR, 10 Attack Speed, 10 Crit Rate, 10 Crit Damage. Ranger 20 Dex, 10 Hit Rate, 10 PvE Damage und 10 Ausweichen. Billposter 20 SDR, 10 MP, 10 HP und auch 10% PvE Damage. Ringmaster 20 Int, 10 Movement Speed und 20% beide Blockraten. Psykeeper 35 Int, 35 SDA, 10 MP, 10 Attack Power und Elementor 20 Int, 10 Attack Power, 10 Cast Time, 10 Ausweichen. Und hier muss man sagen, bevor wir weiter gucken, das ist so etwas, was früher schon oft bei Flive-PC kritisiert wurde. Und wo ich jetzt, glaube ich, auch aktuell nicht wirklich im Bilde sein muss, um hier auch was kritisieren zu können. Warum? Ich meine, das hier ist ja wirklich Endgame-Zeug, ja? Also, wenn ich das richtig verstanden habe, geht das ja nur auf Baruna-Rüstungen. Zumindest ist in den ganzen Beispielen immer Baruna gezeigt worden. Genau. Und mal unabhängig davon, selbst wenn es bei normalen Rüstungen auch geht, die Beispiele sind zwar alle mit Baruna, aber selbst wenn es bei normalen Rüstungen auch geht. Ein Ranger zum Beispiel, was will denn der mit Accuracy? Ein Ranger hat die maximale Treffsicherheit, die man haben kann. Es geht nicht mehr. Und wenn er dann immer noch nicht trifft, ja, dann hilft auch 10% mehr nicht. Also das gleiche bei Ausweichrate. Ich glaube, mein Ranger bei Flive-PC hat da irgendwann über 400% Ausweichrate. Es bringt einfach nichts mehr. Und das ist klar, ich meine, der Ranger war dann 170, aber selbst auf 120 hast du schon zu viel davon. Und das gleiche zum Beispiel Elementor mit Cast Time. Wenn du ein richtig krasses Cast Time Equipment trägst als Elementor oder richtiges Endgame Equipment trägst, mit den ganzen, du hast CS-Set mit Effekten, Maske, Cloak, Schmuck, Waffe, Set. Also es ist so unwahrscheinlich, dass irgendjemand noch 10% Cast Time aus seiner Rüstung rausholen muss oder das braucht. Die anderen Stats bei Elementor und Psykeeper sind tatsächlich gar nicht so schlecht. Also Elementor und Psy sind eigentlich, glaube ich, noch die mit am besten davon kommen. Wobei Ringmaster eigentlich auch ganz gut ist. Bei vielen anderen kann man halt zumindest ein bisschen was kritisieren. Je nachdem, was man halt spielt. Ich meine, Blade Attack Speed, genau das gleiche. Accuracy, okay, bei Blade kann man auch drüber streiten, aber ist vielleicht noch halbwegs okay, je nachdem, was man für ein Equipment hat und so. Wobei perfekte Treffsicherheit so und so weiter geht ja eh nicht. Und ja, bei Attack Speed bei einem Blade zum Beispiel ist ein bisschen ass. Und dann generell kann man halt natürlich auch darüber streiten, dass manche Klassen hier PvE-Damage bekommen und andere Klassen halt nicht. Ich meine, gut, dass der Blade kein PvE-Damage bekommt, würde ich sagen, das passt. Aber ich meine, wie gesagt, man kann wieder einiges hier reininterpretieren, dass man sagt, dass man sich da wieder nicht als Entwickler wirklich gut damit auseinandergesetzt hat, was für Werte die Klassen überhaupt brauchen. Weil es reicht ja schon eine einzige Klasse, die einen Wert bekommt, der gar nichts bringt, also effektiv. In der Praxis. In der Theorie bringt es natürlich schon was, aber in der Praxis, wenn du einen Endgame-Ranger spielst, der braucht keine Ausweichrate und der braucht auch keine Hitrate. Das heißt, beim Ranger hast du 2 Stats, die ihm nichts bringen. Und ja gut, er hat 10% PvE-Damage bekommen, zugegebenermaßen. Das ist einer der besten Stats, die man haben kann. Trotzdem hast du 2 Stats, die nutzlos sind. Also ich meine, sogar 20 STA und 10% Verteidigung wäre besser, weil es zumindest irgendwas wäre, was dir irgendwie irgendwas bringt. Und das ist halt etwas, was ich mal sagen muss. Finde ich schade, dass es sich das immer noch nicht geändert hat. Jester bei Crit Chance und Attack Speed eigentlich auch das gleiche. Also Attack Speed braucht eigentlich niemand im Game. Literally keine Klasse braucht eigentlich Attack Speed.
Außer vielleicht mit Debuffs, dann vielleicht schon, wenn du von einem Boss gedebufft wirst. Das ist das einzige Szenario, wo man sagen kann, okay, da kann es zutreffen. Aber sonst, wie gesagt, im Standardfall eher nicht. Also das ist halt etwas, was mir jetzt so aufgefallen ist. Genau, dann haben wir noch die Probabilities, aber das ist jetzt, glaube ich, auch nicht so ultra interessant. Genau, das war das mit den Jewels. Ja, dann beim Kolosseum wurde jetzt halt quasi gezeigt, wie viele Tokens man bekommt. Es ist quasi eine neue Währung eingeführt worden. Rampage Blue Token, Red Token und Rampage Champion Token. Und bei welchen Monstern die wie droppen. Genau, dann nochmal das Set hier mit den Set-Effekten jetzt. Und das ist vor allem sehr interessant, weil es wohl das ultimative HP-Set sein könnte. Also mir ist zumindest kein Set bekannt, das mehr HP gibt. Und zwar, das hier ist der Set-Effekt Clean. 35% Verteidigung, 20% jeweils Blockrate, 30 Cast-Time, PvE-Damage plus 15 steht hier und alles Sets plus 15. Und wenn du alles plus 10 upgradest, kannst du dann insgesamt noch 52% HP bekommen, also 13% pro Teil. Verteidigung bleibt gleich, Blockrate bleibt gleich, Cast-Time bleibt gleich und PvE-Damage bleibt gleich. Und dann hat man einfach noch 20 SDA pro Teil und vorher schon alles Stats plus 15 und damit dann insgesamt 95 SDA und die anderen Stats alle plus 15. Also soll wohl so dieses ultimative Tank-Set sein. Das Einzige, was hier wieder ein bisschen blöd ist, ist, hier steht PvE-Damage plus 15 und hier steht PvE-Damage minus 15. Also wenn man sich die ganzen anderen Werte so anguckt, der Fokus liegt offensichtlich auf HP, Verteidigung, Block, STA. Also kann man wohl davon ausgehen, dass tatsächlich PvE-Damage minus gemeint ist, aber da hat sich halt ein kleiner Fehler eingeschlichen. Also ich persönlich würde mal schätzen, es ist eher PvE-Damage weniger, also dass du weniger bekommst, weil es ja offensichtlich ein Tank-Set sein soll. Mehr PvE-Damage machen würde es dann wahrscheinlich eher weniger Sinn ergeben. Wobei, wenn du mehr PvE-Damage machen würdest, wäre es wiederum so, dass es ein gutes Allrounder-Set wäre, weil du hättest mehr Damage. Gut, Cast-Time bringt natürlich nur Mages was, aber du hättest so ein bisschen was von allem. Wobei es immer noch der Hauptfokus definitiv auf Tankiness läge. Ja, dann der neue Time-Attack-Modus, dieser neue PvP-Modus, der so ein bisschen ähnlich ist wie in Kaigas Assault in Flive Universe. Genau, der findet statt, werde ich wahrscheinlich auch nochmal mitmachen, um euch das zu zeigen und das ein bisschen auszuprobieren. Entry-Fee 10 Millionen Penya, Minimum müssen 8 Leute mitmachen und maximal können 100 Leute mitmachen. Ein Spieler besiegen gibt 1 Punkt und das Bossmonster besiegen gibt 50 Punkte. Das Bossmonster gibt deswegen so viele Punkte, damit man ein Comeback starten kann. Weil auf der anderen Seite denke ich mir jetzt so, ja gut, aber wenn das Team, was eh schon in Führung ist, das Monster tötet, dann hat man quasi keine Chance mehr auf ein Comeback, aber egal. Jedenfalls klingt ganz interessant. Und findet momentan tatsächlich donnerstags, freitags und samstags statt, aber das ist wohl Teil von diesen V24 Celebration Events. Das heißt, ja, hier haben wir quasi noch ein bisschen mehr Timeslots bekommen, um den Modus wahrscheinlich auszuprobieren und so weiter. Und was man bekommen kann, ist folgendes. Man kann hier quasi sehr viele, wirklich sehr, sehr viele Power-Ups bekommen in verschiedenen Ausführungen und man kann auch die neuen Jewels bekommen. Die Job-Jewels, hier sind Lower-Grade-Jewels und High-Grade-Jewels dabei. Also all diese Sachen kann man sich hier als Belohnung verdienen. Und ja, das ist eigentlich ziemlich fett, würde ich sagen. Für so einen neuen Modus, dass der auch tatsächlich so eine Relevanz hat. Einzige Nachteil ist halt natürlich, also ich meine, man bekommt auch als Verlierer was, das ist auf jeden Fall gut. Aber natürlich, wenn du jetzt öfter im Verliererteam bist, also das ist halt immer diese Frage, aber gut, wenn du immer mitmachst, wirst du nicht immer im Verliererteam sein, unabhängig von deiner persönlichen Performance. Sollte wahrscheinlich unmöglich sein, nur zu verlieren oder nur zu gewinnen. Von dem her wird sich das schon irgendwo regeln, ja. Aber ich meine, natürlich hast du ja diesen Faktor, je stärker die Leute im PvP sind, und es gibt halt in Flive schon immer klassisch, traditionell Leute, die spielen vermehrt oder fast überwiegend nur PvP und Leute, die spielen überwiegend oder fast nur PvE. Und natürlich, wenn die beiden sich im PvP begegnen, dürfte relativ klar sein, allein schon von den Equipment-Voraussetzungen und so, wer da natürlich die Nase vorn hat. Also ein reiner PvE-Spieler wird jetzt hier wahrscheinlich nicht so viel Spaß haben und sich da eher so ein bisschen durchquälen. Und naja, die PvP-Spieler farmen die Leute dann halt ab. Also ja, ist auch in Flive Universe ein Problem bei Kaigas Assault. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Wenn man halt solche Modi einführt, die grundsätzlich halt PvP für alle Leute ein bisschen attraktiver machen sollen, ganz cool. Aber die
Wahrheit ist halt, naja, nur weil ich jetzt da mitmache, heißt das nicht unbedingt, dass ich mich jetzt für PvP interessiere oder mir ein PvP-Equipment besorge, was ja auch sehr viel Geld kostet. Und das ist aber so ein bisschen die Schwierigkeit dabei. V24 Fire Events, gehen wir auch noch kurz drüber. Wir haben ein Einlog-Event, da kann man auch die neuen Jewels bekommen, die neuen Gems bekommen, verschiedene Items, Power-Ups und so weiter. Es ist ultra krass, was man hier bekommt. Das ist wirklich geistesgestört, was man einfach alles gratis bekommt. Kann man gar nicht mehr nachvollziehen, wenn man es nicht mehr spielt, wie viel Wert diese Items auch tatsächlich haben. Vor allem kann man es ja auch mit jedem Charakter holen und so weiter. Das ist echt heftig. Genau, dann das hier ist das eben mit Time Attack, das jetzt seit eben 3-mal die Woche stattfindet. Donnerstag, Freitag und Samstag. Hier sind die Timeslots, muss ich mir selber merken, dass ich das nicht vergesse, dass ich da mitmachen kann nächste Woche. Genau, Rampaging Colosseum, der Cooldown ist reduziert von 60 auf 30 Minuten aktuell. Und es läuft ein 4-fach XP, 2,5-fach Drop, 3-fach Penya-Bonus und so weiter und so fort. Und da stehen die Zeiträume für diese und Kostüm-Upgrade-Drop-Event. Da stehen die Zeiträume für diese Events, also auch komplett geistesgestört. 4-fach XP ist einfach schon krank, 2,5-fach Drop ist krank. Gut, Penya-Bonus ist, soweit ich weiß, für Server, die nicht mehr so viele aktive Spieler haben. Und dann haben wir noch eine erhöhte Aufwertungschance für Accessories und Talismane. Also ziemlich heftig. Und das sind nur die V24 Update-Events. Jetzt kommen wir noch zu insgesamt und jetzt haltet die Backen fest. Welche müsst ihr entscheiden? Fleifige Weihnachten 2024 besteht aus 8, ich wiederhole, 8 Events. Das ist einfach nur unfair. Fleifige Universe hat 1. Naja, 2. Ja, jedenfalls wollen wir uns nicht alles im Detail durchgucken, weil ihr seht schon, das ist geisteskrank, das sind 6 DIN A4 Seiten oder so. Natürlich ist es viel Tabellen natürlich, aber ja, wollen wir uns jetzt nicht alles so genau angucken. Nur mal so grob, was es halt so ist. Im ersten Event muss man 2024 Golden Apples von Monstern Level 15 und höher sammeln und Christmas Spirit, die random in der Open World erscheinen, töten für Christmas Spirit Trays. Diese beiden Items kann man dann eintauschen für andere Items und diese Items wiederum kann man dann in Boxen umwandeln. Genau, seht ihr hier, da kann man zum Beispiel auch die neuen Jobjuwelen bekommen und die neuen Items, die man dafür braucht. Genau, ist auch ganz cool, dass man sich das hier direkt erspielen kann. Santas Helper, da muss man Christmas Giggle-Boxen töten und 2024 Anti-Gift-Boxen sammeln. Auch hier gibt es dann die Shining Gift-Box. Auch hier sind tatsächlich die neuen Jewels drinnen. Auch ziemlich cool. Rudolph's Collection, Christmas Token und Green Crystals muss man handeln von Monstern Level 15+. Auch hier gibt es dann wieder eine Giftbox, die man sich eintauschen kann mit verschiedenen Items. Auch wieder Job Jewels. Also die Job Jewels kommen, wie man sieht, schon überall vor. Finde ich nice, dass man die nicht einfach in den Cash-Shop geklatscht hat oder so, sondern man die sich jetzt hier tatsächlich erspielen kann. Genau, dann Snowman. Da sammelt man die Teile gefühlt überall. Bei Defeating Christmas Spirit, Christmas Gigglebox oder Monster Level 15 und höher. Also die bekommt man quasi überall und kann sich dafür dann eine Christmas Snowman, Christmas Job Gembox holen und Christmas Snowflakes. Dann noch mehr Events. Christmas Magic Powder kann man wieder kaufen. Und mit den Ice Crystals, die man von dem vorigen Event bekommen hat, gegen Belohnungen eintauschen. Das sind diese infamous Christmas Event Boxen, wo früher schon die geisteskrankesten Belohnungen zum Teil drin waren. Hier zum Beispiel Rapid Ice Sword, Christmas Icicle Shield, 2024 Christmas Weapon Skin Box. Okay, das ist neu, glaube ich. Klingt zumindest so. Und genau, das ist auf jeden Fall auch ziemlich cool. 6. Event, es gibt wieder Special Dungeons. Hier muss man eine Large und Extra Large Christmas Gigglebox töten. Und die droppt dann auch verschiedene Items. Da muss ich mir vielleicht auch mal überlegen, ob ich das mir noch angucken werde. Weil man sagen muss, der letzte Event-Dungeon, der Thanksgiving-Event-Dungeon von FlyFPC war jetzt nicht so ultra interessant, weil es einfach nur ein Luia war im Red Meteonica Bossraum. Aber vielleicht ist er diesmal noch ein bisschen aufwendiger gestaltet, man weiß es nicht. Also vielleicht gucke ich mir das auch noch an. Dann gibt es Special Christmas Titles und zu guter Letzt noch das Christmas Magic Stick Event, die man genau upgraden muss. Also man droppt sie erst bei bestimmten Monstern. Das war gleich auch da oben bei dem Event Dungeon waren die Christmas Sticks dabei. Und, naja, hier steht es genau. Obtain Magic Sticks from Large and Extra Large Christmas Giggleboxen, die wiederum in den Dungeons drin sind. Und die muss man dann upgraden
bis plus 20 und bekommt da dann verschiedene Belohnungen. Und diese ganzen Belohnungen sind dann hier unten aufgeführt. Aber wie gesagt, das würde jetzt den Rahmen etwas sprengen, uns das alles anzugucken. Aber ja, ist auf jeden Fall ziemlich krass, wie viel man hier machen kann. Also Live-PC Weihnachtsevents sind ja wirklich schon seit immer eigentlich. Also ich kann mich an kein einziges Weihnachtsevent erinnern, seitdem ich irgendwelche Erinnerungen an fleifige Weihnachten habe, die schlecht waren oder nicht umfangreich. Also ich meine, allein schon hier 8 Events und zeitgleich V24 Upgrade-Events, Update-Events, Entschuldigung, mit 4-fach XP und Droprate und den neuen Spielmodi und dem Kolosseum und boah. Das ist echt heftig, muss man echt sagen. Bin schon, ehrlich gesagt, ich bin ziemlich neidisch, muss ich ehrlich zugeben. Das ist echt trotzdem Liebe, die hier auch mit drin steckt. Ja, über die Belohnungen kann man streiten. Man kann über so viele streiten. Ich meine, nie ist alles perfekt, keine Frage, ne? Aber es muss einem erstmal all das weggenommen werden, bis man realisiert, dass egal, was man hier alles bekommt, wie geil das dann doch letztendlich ist. Und vor allem viele von diesen Events, wenn ich jetzt sage, ach, ich habe keinen Bock darauf, auf diesen Event-Dungeon, ach, ich habe keinen Bock darauf, irgendwelche Giggleboxen zu sammeln oder diese Christmas Spirits zu jagen. Ich will einfach nur leveln. Selbst dann nimmt man ja an dem Event teil, selbst dann farmt man einen Teil der Event-Items und selbst dann bekommt man Belohnungen plus mal die XP-Events und so weiter. Also du kannst hier quasi nicht leer ausgehen, außer du entscheidest dich aktiv dazu, gar nicht zu spielen. Und das ist halt, wie gesagt, echt, also wir leben mittlerweile in Flive Universe in einer ganz anderen Realität. Es ist meistens ein Event, das ist oftmals extrem langweilig und eventuell auch noch schlecht. Und das läuft dann für 4-5 Wochen und es ist, also da liegen wirklich Welten dazwischen. Und das ist der gleiche Entwickler, muss man sich vorstellen. Also das kann ich ehrlich gesagt nicht begreifen. Weil man könnte jetzt natürlich sagen, okay, Live-PC hat es eher nötig vielleicht, richtig geile Events und so aufzuspielen, um die Leute halt noch dazu zu ermutigen, weiterzuspielen. Aber ich meine, letztendlich, diese Events haben auch schon vor 10 Jahren stattgefunden. Also ich meine, wenn das schon seit 10 Jahren die Argumentation ist, dann haben sie es ja offensichtlich nicht so sehr nötig, weil ich meine, das Spiel läuft ja weiterhin seit 10 Jahren. Also ich denke schon, dass da auch noch irgendwas anderes mit reinspielt. Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist auf jeden Fall extrem frustrierend, dass hier so ein krasser Unterschied besteht. Wie gesagt, beide Spiele vom gleichen Entwickler. Das macht ehrlich gesagt absolut keinen Sinn. Auf jeden Fall, ich rede mir hier den Mund fusselig. Wie gesagt, die Belohnungen haben wir uns jetzt nicht so genau angeschaut. Sorry dafür, aber das, ganz ehrlich, das würde Stunden dauern, sich das hier alles genau anzugucken. Ja, kurzer Überblick, was es dort alles so zu erwarten gibt. Vielleicht schaut der ein oder andere Live-PC-Spieler noch zu und denkt sich, ey, da gucke ich doch mal rein. Ich habe eh frei, ich habe Bock, ich habe Lust, ich gehe rein. Und ja, wenn ihr das tut, wünsche ich euch viel Spaß dabei. Und ich sage danke vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Live-Video wieder. Schaut auch im Livestream vorbei. Twitch-Link in der Videobeschreibung für tägliche Livestreams. Haut rein, macht's gut und ciao, ciao.